Hallo Hello. und herzlich willkommen. Yes, we would like to talk about what we're going to do in I, about manifesting with your heart and give you some tips along the way. Wir möchten gern mit euch darüber sprechen, worüber wir auch in Eu lernen. Und das ist die Manifestation des Herzens und euch auch ein paar Tipps dazu geben. Yeah, for the people who are new to us and watching this for the first time, we have a few things to tell you first. Also für all jene von euch, die vielleicht ganz neu sind zu unseren Konzepten und zu uns, möchten wir euch vielleicht zuerst ein bisschen was erklären und dann werden wir gleich darauf eingehen. And this is all because on 9 to 11 of June we are celebrating that we met in I 6 years ago. Denn von 9. bis 11. Juni diesen Jahres feiern wir in Eu, dass wir uns vor genau 6 Jahren genau dort kennengelernt haben. So, Roy met Joy, Joy met Roy in I. Also Joy und Roy haben sich in Eu kennengelernt. And that of course is a coincidence, but we want to celebrate it and share with you all that we have learned and what really made this journey together so different. Und wir möchten gern mit euch diesen Anlass feiern und euch vor allem mit euch all diese Informationen teilen, die uns dazu geholfen haben, diesen Weg miteinander zu beschreiten und auch diese Freude miteinander zu empfinden. Let's begin to say it was not an easy journey. Lasst uns vielleicht gleich damit beginnen zuzugeben, es war nicht immer eine einfache Reise. It was a lot of trial and error. Es gab sehr viele Wege, die funktioniert haben, aber genauso auch Irrtüme und Fehlschläge. Moments of fear, scare, terror, panic, everything you can imagine. Momente der Angst, des Terrors, der Panik, also all das, was du dir nur vorstellen kannst. And often asking the question, are we crazy or not? Should we keep continuing trusting and following our hearts? Und es gab auch wirklich viele Momente, wo wir uns gedacht haben, vielleicht sind wir verrückt, vielleicht sollten wir unserem Herzen nicht folgen, aber wir sind dran geblieben. Yes, against all advices from friends, family and mentors. Gegen viele Ratschläge von Familie, von Freunden, aber auch Mentoren, also entgegen deren Erwartungen eigentlich auch. So we would like to share with you the beginning, just to give you 2-3 minutes of how it all started and what happened after that. Also lasst uns vielleicht gleich mit dem Beginn anfangen, also wie alles angefangen hat zwischen uns. Right, it was in spring of 2011 I was teaching a workshop of Omega Healing in Eu. Also es war der Frühling 2011 und ich habe einen Omega-Workshop in Eu unterrichtet. And that's where at some point you stood up to ask a question. Und das war der Moment, wo ich dann aufgestanden bin, an irgendeinem Moment, und eine Frage gestellt habe. And that was the moment that both of our lives start to change. Und das war der Moment, wo unser beide Leben sich schlagartig verändert haben. To get a clear picture, we were not looking for anything. We were actually in our own unique ways happy and content with the busy lives that we were living. Und um auch ganz klarzustellen, wir waren beide nicht auf der Suche nach etwas, denn wir waren beide auf unsere eigene Art und Weise sehr glücklich in unserem Leben, unserem sehr beschäftigten Leben, das wir getrennt voneinander hatten. Actually, honestly, we have given up on the idea of finding the partnership or soulmate or someone to share your life with. Und ehrlich gesagt hatten wir eigentlich aufgegeben, dass es da draußen jemanden gibt, der so wie ein Soulmate, ein Seelenpartner sein könnte, jemand, mit dem wir unser Leben verbringen wollen. We were not looking, weil wir danach nicht gesucht haben. but it just happened. Aber es ist einfach passiert. And we at some point recognized that this was different from anything else that happened before. Und wir haben auch erkannt in dem Moment, dass das etwas ganz Einzigartiges ist, das sonst noch nie passiert ist. And I remember that we went to a workshop together in August of 2011 of an hypnotist, Dolores Cannon. Und ich kann mich so gut erinnern, dass wir im August miteinander auf einen Workshop von Dolores Cannon, einer berühmten Hypnotiseurin, gegangen sind. And that was the second piece that literally changed our lives. Und das war der zweite Teil, der dann sprichwörtlich unser Leben verändert hat. Because what we learned in this class was a way to connect to what you can call our higher consciousness or higher self
to source, whatever we want to call it, the universe. Denn in diesem Training haben wir gelernt, wie wir mit unserem höchsten Selbst, mit der Quelle, mit dem Universum, egal wie du es nennen willst, wie du dich mit dem verbinden kannst. And we realized that we had to make a commitment to ourselves and to each other to follow this path that was speaking to our hearts. Und wir mussten einander das Versprechen abgeben und wir haben es auch einander abgegeben, dass wir miteinander den Weg des Herzens folgen werden. And that was a tough, easy to say, tough to do. Und das war eine Entscheidung, die war leicht zu sagen, aber ein bisschen schwer auch hin und wieder anzuwenden. Because when you follow your heart, and this is one of the biggest mistakes I think people make, when you follow your heart, it doesn't mean it's going to be easy and rosy and everything's going to be perfect. Denn wenn du deinem Herzen folgst, wird es nicht immer rosig und Sonnenschein und fluffig sein, sondern es wird auch hin und wieder ein bisschen tough werden. Okay, it will challenge you, it will test you. Es wird dich prüfen, es wird dich herausfordern. So that you can really build up the trust and faith over time. So dass du wirklich über die Zeit hinweg das Vertrauen aufbauen kannst und diesen Glauben an dich. And before we go into some of the steps we've learned, just to understand the 3 levels that we take decisions from. Und bevor wir in die Stufen eingehen, also die Schritte, die du setzen kannst, um auch dem Weg des Herzens zu folgen, gehen wir zuerst darauf ein, was es heißt, mit diesen Teilen in sich selbst verbunden zu sein. Warum das wichtig ist. We have 3 centers of intelligence. Wir haben 3 Zentren der Intelligenz. This was already known to the Chinese thousands of years ago. Das war den Chinesen Tausenden vor Jahren schon bekannt. So they call them Dantians or the triple burner. Und sie nennen dieses den dreifache Wärmer oder die Dantians. So we have the head with the brains. Wir haben den Kopf mit dem Gehirn. Chest with the heart. Wir haben die Brust mit dem Herzen. And the abdomen with the lower dantian, would say. Die Inner Organs, Yeah, right? Und dann haben wir den unteren Bauchraum, wo wir all die inneren Organe drinnen haben. And these 3 different centers all can process information just like they're the 3 brains of the body. Und all diese 3 Zentren können Informationen prozessieren, ganz genauso eigentlich wie 3 Gehirne. Right? So the head should be the finding of solutions. Also der Kopf sollte dafür da sein, dass er nach Lösungen sucht. It can become actually the opposite, Ja, create problems. Aber es kann leider auch das Gegenteil werden, denn der Kopf kann auch viele Probleme bereiten. But it's meant to be the creative solution finder. Aber er sollte eigentlich der kreative Lösungssucher sein. But the heart is the one that will check and filter if that decision and choice is the right one for you. Aber das Herz wird immer überprüfen, ob diese Entscheidung wirklich auch für dich die richtige Entscheidung ist. So it actually should be the one that's the boss. Es sollte eigentlich der Chef im Haus sein. And then we have the lower one. Und dann haben wir den unteren And Chef. that's just taking action. That's the doer. Und da geht es eigentlich nur ums Tun, ums Machen, um die Aktion zu setzen. So some people don't think, they just do. Und manche Menschen denken nicht, sondern sie tun gleich. So that's leading from the lower intelligence. Und das heißt, du führst dein Leben von der unteren Intelligenz aus heraus. You can call it Du spontaneous, kannst es spontan nennen, but it can get you into a lot of trouble. aber es kann dich in viele Probleme hineinsteuern. Some people are stuck in the head. They think and think, but don't do. Und dann gibt es wieder Menschen, die einfach im Kopf feststecken und denken und denken und denken, aber eigentlich nie was tun. But what we need to learn, and that's what we want to teach in OI, is to really filter everything to the heart and to make the decisions from the level of your heart. Und das, was wichtig ist und was wir euch in euch beibringen möchten, ist, dass wir alles durchs Herz filtern und unsere Entscheidungen vom Herzen herauswählen. And that's what we're talking about when we talk about the manifestation power of the heart. Und das ist auch das, worüber wir sprechen, wenn wir von der Manifestationskraft des Herzens sprechen. So we need to learn to take out all the negative filters in our head, the negative beliefs. Also wir müssen lernen, wie wir all die negativen Filter, all die negativen Glaubenssätze in uns entfernen. We need to learn to take off all the protection that we create in our hearts, the fear
and the pain and the hurt of the past. Wir müssen all diesen Schutz, all diese Angst, all den Schmerz der Vergangenheit, die um unser Herz herum sich oft feststeckt, all das müssen wir entfernen. And we need to develop the courage to do even when we don't know what's going to come out. Damit wir eben wirklich von der Liebe herkommen können. Und dann brauchen wir das Vertrauen und auch den Mut, all die Aktionen zu setzen, die notwendig sind. So we will teach you how to make this a process that becomes natural for you. Und wir werden euch beibringen, wie ihr diesen Prozess ganz automatisch und natürlich ausführt. So that you make choices here. Damit du deine Entscheidungen von hier You fällst. send the information to the head. Dann schickst du die Informationen in deinen Kopf. And ask the head to find the way to do it, the strategies, the path. Und fragst den Kopf, okay, sag mir die Wege und die Arten und Weisen, wie ich das jetzt in die Tat umsetzen kann. The head comes up with solutions and you filter it again through your heart. Der Kopf gibt dir einige Vorschläge, du gehst damit wieder zum Herzen und filterst wieder. And if those are the right things that feel right for you, Und wenn sich das richtig anfühlt für dich, then you go and do. dann gehst du und tust. And so that's the process. Das ist der Prozess. And it's not, for most people, it's not a natural process. At least for me it wasn't. I don't think for you it was. Und für die meisten von uns ist das kein natürlicher Prozess. Also für uns zumindest war es nicht. And then step by step we've learned how to make this work in our lives. Und Schritt für Schritt haben wir gelernt, wie wir das für unser Leben anwenden. And we even added one more process. Und wir haben dazu noch einen weiteren Prozess hinzugefügt. It is to connect the brains with the higher knowing. Und das ist, dass wir unser Gehirn, unsere Gehirne mit dem höheren Wissen verbinden. And then we get into what Deepak Chopra calls the infinite possibilities. Und dann gehen wir in diesen Raum hinein der unbegrenzten Möglichkeiten, wie Deepak Chopra das nennt. Because our brains are creative. Denn unsere Gehirne sind kreativ, But at the same time, they're limited by our knowledge. aber gleichzeitig sind sie auch so limitiert von unserem Wissen. But when we can go to a higher level of knowledge, we have more possibilities. Aber wenn wir auf eine höhere Stufe des Wissens hinaufgehen, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten. But still, we need to filter that through the heart. Und doch müssen wir all das durch unser Herz hindurch filtern. Doesn't matter where it comes from, Es ist ganz egal, von wo das herkommt, but it has to resonate with who we are and who we, what our goal is in life. aber es muss sich mit uns, mit unserem Selbst in Resonanz gehen. Es muss sich mit unseren Zielen im Leben verbinden können. Because when you open up to the great, let's say, infinity, the possibilities are endless. Denn wenn wir uns der unbegrenzten Möglichkeiten hingegenüber öffnen, dann sind eben die Möglichkeiten grenzenlos. Das kann auch oft überfordernd sein. Right, and what we need to learn then is not only to filter, but what to say no to. Because some things will look great, but you have to say no, not now, or never. Und manchmal geht es eben auch darum, dass du lernst, Nein zu sagen. Denn manche Sachen sehen ganz toll aus, aber dann, wenn du genauer hinschaust, dann nein, auf gar keinen Fall. Because some things come too early or too fast or too big for you to handle. Denn manche Dinge sind vielleicht zu schnell, sie kommen auf dich hinzu und sind dann vielleicht zu groß in dem Moment für dich, damit umzugehen zu können. Or they might be wonderful, but still take you on another path that's not the path that you have to be on. Oder sie fühlen sich vielleicht auch großartig an, aber sie fühlen dich auf einen anderen Weg, der nicht der Weg ist, auf dem du eigentlich sein solltest. Right, so we would like to share with you some of the things we're going to take our participants through in OI when we meet there. Und wir möchten euch gerne ein paar von den Dingen sagen, die wir mit euch, also mit euch Teilnehmern in OI machen werden, wenn wir in OI sind. So before we start on that, just two stories for you to understand that some of the decisions that you make from your heart can be very tough and painful. Also als erstes 2 Geschichten, um zu illustrieren, wie es ganz tough sein kann, manchmal Entscheidungen vom Herzen heraus zu treffen. So we met in spring 2011. Also wir haben uns im Frühjahr 2011 kennengelernt. And actually, in the beginning of January 2012, you made a huge decision to follow your heart.
Well, the decision was actually already made in October. Yeah, okay, but then you really then I had to do took it. the courage. You had to take the courage to do it. Maybe you want to share some of that. Okay, do I have to translate all of that now as well? Yes, reverse that. Okay, also wir hatten jetzt gerade dieses Hin und Her, wie der Zeitrahmen war. Aber meine Geschichte war, dass wir uns ja im Frühjahr 2011 kennengelernt haben. Und dann im Oktober habe ich mich dafür entschieden, mein gesamtes Leben in Salzburg aufzugeben. So the story we were just sort of squabbling about was the time frame of how we met and when I made my decision. But what happened was that we met in spring 2011, and then in October 2011 I had to make a really huge decision. Und die Entscheidung war, dass ich meine zwei Buben, die damals, how old were they? 14 and 15? 13 and 15. Where was I, German? You were in English. I was in English. So that I had to leave my two boys, who were at that time 13 and 15, with their dad in Salzburg. And when I say I had to leave, I mean they chose to do that. They, when I asked them, would you like to come with me to move to Holland at that time, with me and Grace, so I have 3 kids, then as they were 14, I now know exactly, they were 14, and I said, it's up to you guys. You can decide what feels right to you. You can either come with us, or you can stay with your dad in Salzburg. And they very clearly told me, we want to go live with dad. We want to experience what that's like. And, you know, I wanted to respect that choice, of course, also, because I understand that, you know, after a divorce, especially, children can feel torn between the two parents. And I wanted to honor that decision. And at the same time, it was one of the hardest things to do ever as a mom, to let go and say, okay, then, you know, for a year, I will only be able to see you, you know, at certain times, but not every day like I'm used to. German. Und so war für mich eine der härtesten Entscheidungen, die ich treffen musste, in dem Moment, wo ich wusste, dass ich nach Holland gehe, dass ich meine Kinder frage, damals die Buben, weil die waren 14 Jahre alt, was sie denn machen möchten. Weil klar war, dass ich Klein Grace als Baby mitnehme, aber bei den Buben war es nicht klar, was sie möchten. Und da ich auch immer als Mutter die Meinung und wirklich auch die Herzensführung meiner Kinder versucht zu respektieren, habe ich sie gefragt, okay Jungs, was wollt ihr? Wollt ihr mitgehen mit mir oder wollt ihr in Salzburg beim Papa bleiben? Und beide Buben haben sich damals glasklar für den Papa entschieden und gesagt, nein, wir wollen mit dem Papa leben, wir wollen das auch einmal erleben. Und ich habe das vollkommen respektiert und auch auf tiefer Ebene verstanden, denn nach unserer Trennung war das ein natürliches Bedürfnis der Jungs, dass sie mal diese Qualitätszeit mit ihrem Papa verbringen wollen. Aber gleichzeitig war es für mich eine der härtesten Entscheidungen je als Mama, die Buben quasi so loszulassen und sie nur mehr, ja, alle paar Wochen zu sehen, aber nicht mehr jeden Tag, so wie ich es gewohnt war. And maybe also say how, you know, your peers saw that. How Also was Roy gesagt hat, vielleicht magst du auch erzählen, wie dein Umfeld das wahrgenommen hat. English. Well, that was actually the most interesting, challenging, hurtful, dramatic thing. Was that so many friends of mine, or old so-called friends of mine, turned against me in my old hometown, and really I had it all, from she's completely crazy to now she's lost it, she's followed a sect guru to she's the worst mother on this planet. They would whisper behind my backs, all the bars and restaurants I used to go to, there'd always go to be this hush when I came in. And you know, it's taken now up to 6 years for my old environment to accept where I am today. And now I'm so proud and happy and really joyful to see that my old environment, Salzburg, and you know, the German-speaking environment that I used to live in, is now embracing my new life and is supporting me, and is actually some of them have become my most loyal and big fans, or our fans, right? So it's been an incredible transformation, but those 6 years have been really tough until we got there. German. Ja, und Roy hat gefragt, wie ist dein Umfeld damals damit umgegangen? Und das war eigentlich für mich eins der schmerzhaftesten und
ja oft traurigsten und auch dramatischsten Erlebnisse, denn so viele meiner alten sogenannten Freunde haben sich vollkommen gegen mich gewendet, haben dann angefangen, hinter meinem Rücken zu klatschen, zu tratschen, alle möglichen Geschichten zu erfinden, von, dass ich vollkommen verrückt bin, bis hin zu, dass ich einem Sektenführer gefolgt wäre, also unglaubliche Geschichten, die oft wirklich getroffen haben. Und ja, natürlich war die schlechteste Mutter auf Erden. Das war klar. Und ja, und ich kann mich gut an Zeiten erinnern, wo ich in frühere Lieblingslokale von mir hineingehen würde und dann so ein Schweigen plötzlich im Raum war und dann ein Geduschel. Und ja, es hat 6 Jahre gedauert, bis jetzt ich das Gefühl habe, dass meine alte Umgebung auch mein neues Umfeld, meinen neuen Lebensweg unterstützt. Und das ist wunderschön zu erleben und ich erlebe jetzt, wie so viele meiner alten Freunde und Familienangehörige und Bekannte plötzlich den Weg finden und sagen, wow, das ist eigentlich gar nicht so schräg. Eigentlich ist das cool, was du machst und ich möchte auch einmal kommen und das ist das Glorreichste, das zu erleben und ja, freut mich sehr. I can understand and I think you too, this is a really, really hard decision for anyone to take, to really make that kind of commitment. Ich glaube, du kannst verstehen, dass so eine Entscheidung für jeden schwierig wäre und diese Art von Verpflichtung, die du dann damit eingehst, eine ist, die wirklich vorsichtig abzuwägen ist. I had to make a similar decision, not maybe as dramatic, I don't know. Oh, well, we can compare it was terrible. Also ich musste auch einmal eine wirklich harte Entscheidung treffen, eine dramatische für mich. I had a thriving business. We were making over 5 million euro a year. Ich hatte ein blühendes Business. Wir haben über 5 Millionen Euro im Jahr Umsatz gemacht. I had a staff of 25 people. Ich hatte Employees. Angestellte. Ich hatte an die 25 Angestellten. 2 business partners. 2 Partner im We Business. were successful Wir in waren sehr Europe, erfolgreich number in 1 Europa. in our field. Wir waren die Nummer 1 in unserem Feld. But I realized that the work I was doing and how I was doing was not compatible to having the relationship that I deserve and we both deserve to have. Aber es hat gedauert, bis ich gesehen habe, dass mein Lebensstil nicht mit einer Beziehung zu vereinbaren ist, wie ich sie mir wünsche und wie wir sie jetzt haben. I was traveling all the time. Ich bin die ganze Zeit nur gereist. Teaching every weekend somewhere else. Habe jedes Wochenende irgendwo anders einen Workshop gegeben. And that you cannot have a relationship with that kind of life. Und so auf diese Art und Weise kann man kein Verhältnis, eine gute Beziehung führen. Especially when there's a little one involved. Insbesondere nicht, wenn es ein kleines Kind gibt dabei. And I tried different solutions, but none of them worked. Und ich habe verschiedene Lösungen versucht, aber keine von ihnen hat So funktioniert. at some point, the decision came from my heart was best to stop and to start completely over new. Und so war irgendwann für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich die Entscheidung von meinem Herzen gefällt habe, vollkommen neu anzufangen. So in January 2012, I told my business partners and my employees that I was going to stop the business at the end of the year. Und im Jänner 2012 habe ich meinen Angestellten und auch meinen Partnern erklärt, dass ich mit dem Business mit diesem Jahr dass ich aufhören werde. It was the year of hell. Das war das Jahr der Hölle. Nobody was happy. Niemand war glücklich. Because we were growing every year. I mean, it was stupid in a rational mind to stop a business like that with such a great potential. Und es war so viel Tumult dabei, denn es war vom rationalen Verstand her vollkommen dumm, mit so einem erfolgreichen Business aufzuhören. And my employees were angry, upset, frustrated. Und meine Angestellten waren zornig und verletzt und frustriert. But the decision filtered through my heart was very, very clear. That was the way for us to go. Aber die Entscheidung, gefiltert durch mein Herz, war ganz klar. Das war der Weg für uns, den wir gehen sollen. So it was for me a financial disaster. Also für mich war es ein finanzielles Desaster. To lose everything I've built up over 7, 8 years. Dass ich alles, was ich über 7 bis 8 Jahre hinauf aufgebaut habe, aufgebe. And literally to start from zero. Und wirklich von null weg anzufangen. So And I did too, right? Yeah, you did before me. Ich habe
auch vor Roy mein Business aufgegeben. Yeah. Also I did it in October, you did it in January. So Yeah. I gave up not only my 2 boys in that way, but also your business. but also my business, Your right? livelihood, yeah. Also ich habe damals auch nicht nur die Buben quasi aufgegeben, sondern auch mein Business. So the good news was in December 2012 we got married. Also die guten Nachrichten sind, dass wir 2012 im Dezember geheiratet haben. And in January 2013 we didn't know where we're going to live, what we're going to do. We literally were starting from zero again. Im Jänner 2013 hatten wir keine Ahnung, wo wir leben werden. Wir haben vollkommen von Null angefangen und haben uns dann gefragt, wohin wird's gehen? Yeah, okay. But anyway, we'll save you the rest of that story, but we're going to give you some of the steps. Also wir werden euch den Rest dieser Geschichte dann einmal später erzählen, aber jetzt geben wir dir mal die Schritte, die notwendig sind. Right? The first thing is to make that commitment to yourself to become the greatest, grandest version of you. Der erste Teil, der so wichtig ist, ist diese Verpflichtung dir selbst gegenüber, dass du zur großartigsten Version deiner selbst wirst. This is the starting point when you make this 100% congruent, when you are having only one option that you're going to start this quest. That's the start of the change of your life. Wenn du diesen Punkt erreichst, wo das dein Ziel wird und wo nichts anderes dazwischen kommen kann, dann ist das der Beginnpunkt für den Beginn deines neuen Lebens. Because that commitment has consequences. Denn diese Art von Verpflichtung hat Konsequenzen. You don't make it lightheartedly and say, okay, Whatever. and I'm going to continue with my life. Weil die machst du ja nicht leichtfertig, diese Entscheidung, dass du sagst, ach ja, vielleicht, und dann machst du so weiter wie üblich. So we're going to take you to some of the consequences that you have to face in order to honor your commitment. Und daher möchten wir dir ein paar der Konsequenzen erklären, die auf dich hinzukommen und denen du entgegensehen wirst, wenn du diese Verpflichtung eingehst. So it is like having the idea I'm going to be born again. I'm going to start over with a new clean slate how I want to create my life. Und das ist wichtig, dass du das vorstellst, dass du wie neu geboren wirst, dass du mit einem sauberen Beginn anfängst, dass du quasi eine weiße Leinwand hast. And it begins with the vision of being the greatest, grandest version of yourself. Und es beginnt mit deiner Vision, wie du denn wärst als großartigste Version deiner selbst. Who is that? Wer ist das? How are the beliefs of your greatest, grandest self different from your beliefs now? Wie sind die Glaubenssätze von deinem großartigsten Selbst anders als die Glaubenssätze, die du vielleicht jetzt hast? How is your communication different? Wie ist deine Kommunikation anders? What are you doing different? Was machst du anders? How is life when you are living the greatest version of your life possible? Wie ist dein Leben, wenn du diese großartigste Version deines Lebens, die nur möglich ist, So lebst? you have to have that vision first. Also du musst diese Version zuerst haben. And I can tell you one thing for sure. Und ich kann dir eins ganz sicher sagen. There's always room for improvement. Es gibt immer Raum für Weiterentwicklung. In your relationships, Also in deinen Beziehungen, your health, in deinen Gesundheit, your in deiner, also finances, Verbesserung. Es gibt immer Potenzial für Yeah. Verbesserung. Right. In deiner eigenen Gesundheit, in deinen Finanzen, wo das how you ist, feel, wie du dich fühlst, your relationships with friends, deine everything. Beziehungen, deine And Freundschaften. how you want to truly live your life in a life of service, that greatest, grandest version of you. Und wie du dein Leben führen möchtest in einem Leben, wo du dienst, aber der großartigsten Version deiner selbst dienend. And it means getting out of the comfort zone. Und das heißt, dass du aus deiner Komfortzone heraus musst. The first advice we're going to give you, Der erste Ratschlag, den wir dir you geben, need to have a mantra. ist, dass du ein Mantra haben musst. A mantra is something you repeat over and over and over again. Ein Mantra ist ein kleiner Satz, den du immer und immer wieder dir selbst gegenüber wiederholst. In India, they say if you repeat the mantra 100,000 times, it will change your karma. Also in Indien sagen sie, wenn du dein Mantra 100.000 Mal wiederholst, verändert es dein Karma. The mantra I would suggest to you is a mantra where you say something like, I am worthy and I deserve to live this greatest, grandest version of my life. Ein Mantra, das wir dir gerne empfehlen möchten, ist etwas, das so geht wie, ich bin es wert, ich verdiene es, ein großartiges, wundervolles Leben zu leben. I deserve and am worthy to have a healthy,
a happy, successful, long life. Ich bin wertvoll und ich verdiene es, ein gesundes, langes, glückliches Leben zu leben. So that deserving, that worthiness is step one. Dieses Verdienen, dieses Gefühl, dass du es wert bist, ist wirklich der erste Schritt. And if you're like us, you would add 3 words to whatever you say. Und dann, wenn du so bist wie wir, dann machst du dann fügst du dem 3 weitere Worte hinzu. And that's grace, ease, and joy. Und das ist Anmut, Leichtigkeit und Freude. Because we're entering now into Aquarius. Denn wir gehen jetzt ins Aquarius-Zeitalter We hinein. no longer need to suffer. Wir müssen nicht mehr leiden. That's past. Das ist in der Vergangenheit. We have the right, the birthright to be happy, healthy, and successful. Wir haben das, Yeah. wir haben das Geburtsrecht, ein glückliches und erfolgreiches und gesundes Leben zu leben. You have to give yourself permission and you have to own it. Du musst dir selbst diese Erlaubnis geben und du musst es wirklich how do you say own it? Du musst es wirklich Identify with it. To become annehmen. it. Yeah. Du musst es werden. If I wake you up 3 a.m. in the morning Wenn ich dich um 3 Uhr früh aufwecke and ask you, do you deserve it? und dich frage, verdienst du es? You have to say, yes, I am worthy to have the best life ever. Dann musst du sagen, ja, ich verdiene es, das großartigste Leben je zu leben. To be blessed, to be loved. Dass ich gesegnet bin, dass ich geliebt werde. Because what you send out, you attract. Denn das, was du aussendest, das ziehst du auch an. You have to become the most powerful sender on this planet in order to attract the life that you want. Du musst der kraftvollste Sender auf diesem Planeten werden, dass du das Leben anziehst, das du wirklich möchtest. That will guide you through dark Dass times. dich durch die dunklen Zeiten hindurchführt. Because you only see it as a test. Denn du siehst sie nur als Say Herausforderung. whatever, another challenge, Ist whatever. egal, es ist nur eine weitere I Herausforderung. deserve, I'm worthy. Ich verdiene es, ich bin es wert. No matter what life throws at me, I will go through this. Ganz egal, was mir das Leben vor die Füße wirft, ich kann das. If you only do that, Wenn du nur das tust, your life will change. I guarantee you. wird It's sich dein Leben impossible. verändern. Ich Right. garantiere es dir. Es ist so unmöglich, dass es nicht so Okay, ist. remember, step 1 is your mantra. Call it your affirmation, something that you own in your heart that you know for 100% sure. Also Schritt 1 ist dein Mantra. Das ist dieser Satz, den du dir immer wieder gegenüber wiederholst. Das, wo du dir ganz, ganz sicher bist. So ist es. Step 2 Schritt 2. is in order to become love, in order to feel love, in order to experience love, we have to do something. Um Liebe zu werden, um Liebe zu erfahren, um Liebe zu sein, müssen wir etwas tun. Our heart is constructed by our past, by the sufferings, the pain, the rejections that we have experienced. Unser Herz ist quasi ummantelt von all den Erfahrungen, die gemacht haben, all den Schmerz, den wir erlitten haben. And someone called this heart walls. Und manche nennen das Herzensmauern. You can say it is metaphorical, Du kannst diese Worte metaphorisch nehmen, but in our subconscious mind we can literally see them and feel them. They really exist. aber in unserem Unterbewusstsein können wir diese Herzensmauern wirklich sehen, wir können sie wirklich erfahren. So we need to learn how to break down our heart walls. Und so müssen wir lernen, wie wir unsere Herzensmauern niederreißen. And that's a process. Und das ist ein Prozess. And everybody can learn to do that process. It's not a complicated process. Und jeder kann diesen Prozess lernen, der ist gar nicht schwer. So you can just meditate and just feel your heart and start to visualize what's around my heart, what's constricting my ability to love. Du kannst zum Beispiel levitieren, du kannst ruhig werden, dich mit deinem Herzen verbinden und dir die Frage stellen, was hindert mich daran, Liebe zu spüren? Was hindert mich daran, mein Herz wirklich zu öffnen? And a lot of people can really see those heart walls. Und manche Menschen können diese Herzensmauern wirklich They sehen. can see how tall they are, Sie können sehen, wie groß sind how sie, thick they are, wie dick sind sie, what kind of materials aus they are. welchem Material bestehen sie. And then the process begins. You just in your mind start breaking them down. Und dann beginnt der Prozess. In deinem Geist stellst du dir vor, wie du diese Herzensmauern niederreißt. And we will do a whole process on this. It's a very incredible, beautiful Beautiful, isn't process. it? Yeah. Und wir werden so einen Prozess in euch natürlich machen. Es ist ein wunderschöner Prozess. The
next step after that is what we call cut karmic links. Der nächste Schritt ist, dass du die karmischen Verbindungen trennst. This is a phenomenon that not many people know. Das ist ein Phänomen, das nicht vielen bekannt ist. But anyone who comes close to us with some kind of influence on our lives, we connect to them to these energetic resonance strings. Aber jeder, dem wir im Leben begegnen, mit dem wir irgendwie in Kontakt treten, mit dem verbinden uns energetische quasi Bänder. But most of these connections are resonances with some pain or emotion or conflict in us with the other had similar pain and conflicts. Aber diese Verbindungen bestehen meistens aus einer Resonanz zwischen dem vergangenen Schmerz, den beide von uns in irgendeiner Art und Weise erlebt haben. So if you, let's say your father was angry, you will connect your anger to that anger. Jetzt nehmen wir als Beispiel, dass dein Vater immer sehr wütend war. Dann verbindet dich diese Wut mit der Wut deines Vaters. And it makes your anger worse. Und es macht deine Wut nur noch schlimmer. Okay. So you will be stuck in that anger until you'll be able to cut that connection. Und dann kannst du in diesem Ärger irgendwie stecken bleiben, bis es dir möglich ist, diese Verbindung wirklich zu trennen. It's also interesting because we can have, for example, heart walls towards money. We can also have karmic negative links towards money. Wir können zum Beispiel Herzensmauern gegenüber Geld haben. Wir können auch karmische Verbindungen mit Geld haben. And this can explain a lot of our struggle sometimes with financing. Und das kann sehr viele von unseren Herausforderungen, gerade finanzieller Art und Weise, erklären. So we will teach you how to cut these links Also wir werden dir beibringen, wie du diese Links durchtrennst and connect again from heart to heart. und wieder von Herz zu Herz dich verbindest. And that's when love starts to flow again, and that will benefit your health tremendously. Und das ist dann der Moment, wo die Liebe wirklich wieder fließen kann und das wird deiner ganzen Gesundheit wirklich positiv zutragen. I remember also in the beginning of our relationship how much we had to cut links from our past, break down to walls. Oh my God. Also ich kann mich gut erinnern, wir am Beginn unserer Beziehung, wir viel Müll haben beseitigen müssen. Oh also wir haben alle möglichen karmischen Verbindungen trennen müssen, Herzensmauern wegräumen. We were busy, right? I was busy. I wanted to buy a tractor just to. Ich wollte einen Traktor kaufen, um einfach alles niederzurammen. Oh, I wanted to blow it up. Yeah, I felt more the bomb. Yeah. Mir war mehr nach Bombe. And then you come into the next step, which is a process, and it's most people have heard of it, is forgive, 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 forgive. And I would have to say it 100 times. Ja, und dann kommt der nächste Schritt und der ist ganz, ganz wichtig und ich möchte es hunderte Male sagen. Vergeben, 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 vergeben. And forgiveness is a process. It's not just an act that you do and it's done. Und Vergebung ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, das mit einem Mal getan ist. So we will take you to the process until you. We'll teach you the process. Yeah, actually, we'll right? teach you the process until you master it. Und wir werden dir den Prozess beibringen, bis du ihn kannst. You have to become a master in Denn forgiveness. du musst ein Meister der Vergebung werden. And forgiveness is done Und die Vergebung ist dann erledigt, when we can wish upon the other wenn wir dem anderen das wünschen what we können, wish upon was wir uns ourselves. für uns selbst wünschen. And when we can do what's called an act of service by giving something to that person as a honoring for the lessons you've learned. Und wenn es uns möglich ist, der Person gegenüber einen Akt der Liebe zu begehen, also ihm oder ihr einen Dienst zu erweisen. Alright, so we will go deep into I think we have forgiveness. to repeat that because that's so new for Yeah, many. okay, sure. So let's read. So forgiveness is only done when we, from our hearts, can wish upon the other what we wish for ourselves, the best life ever. Also nur noch einmal das zu bekräftigen. Vergebung ist nur dann erledigt, wenn es uns wirklich möglich ist, dem anderen das zu wünschen, was wir uns von uns selbst wünschen. Also wirklich von unserem Herzen heraus And then to do what we call an act of love, an act of service by honoring them with a gift or whatever, where we actually honor the lesson we've learned. Und dann geht es darum, dass wir der Person gegenüber einen Liebesdienst erweisen, also irgendetwas für sie tun, ihnen ein Geschenk geben, im Zeichen dafür, dass wir dankbar sind für die Lektionen, die wir durch diese Person gelernt haben.
then we're done. Dann sind wir quasi dann mit Vergebung. So if you say, I forgive you, but I never want to talk ever to you again, you're still hurting. Wenn du zum Beispiel sagst, ich vergebe dir, aber ich will nie wieder mit dir sprechen, dann bist du noch nicht erledigt, dann tut noch irgendwas weh in dir. Ja? Because you might meet them again in the next life, who knows? Und es ist besser, dass du es in diesem Leben erledigst, sonst triffst du die Person im nächsten Leben wieder und dann kannst du es erst recht machen. The next step is to deal with your fears. Als nächstes geht es darum, dass du deinen Ängsten wirklich begegnest. You have to remember, fear is not real. Fear is an illusion. Du musst dir wirklich vor Augen halten, Angst ist nicht echt, Angst ist eine Illusion. It feels real. Es fühlt sich verdammt Oh echt my an, God. oder? Also es fühlt sich wirklich so real an. But it's just a creation of your imagination. Aber es ist nur eine Kreation deines Verstandes, So we deines Geistes. really need to work on our fear over and over Das again. heißt, wir müssen im Leben immer und immer wieder unseren Ängsten begegnen. And not only let go of the fear, but all the constructs in our head that have created that fear. Und nicht nur die Angst loszulassen, sondern all diese komischen Konstrukte in unserem Kopf, die unser Geist kreiert hat, um uns in dieser Angst gefangen zu halten. Fear in relationship, fear in financing, fear in whatever, health, whatever fears you have. Die Ängste in Beziehungen, in Finanzen, in deiner Gesundheit, egal welche Ängste du hast. And the reason for that is that fear is a powerful energy that can shape your future. Denn der Grund ist dafür, die Angst ist so eine kraftvolle Energie, die sonst deine Zukunft wirklich beeinflusst. Just like the mantra is I deserve attracts what you deserve and what you want. Genauso wie das Mantra Ich verdiene es, das alles anzieht, was du möchtest, Is fear attracting that what you fear? so zieht die Angst all das an, vor dem du dich fürchtest. So that's one thing we have to eliminate. Shift. Yes. Kick it out. Also das ist etwas, was wir wirklich eliminieren und raushauen wollen. Then the other thing that for us has worked tremendously is to learn how to connect with the greatest, grandest version of your future self. Der andere Tipp, den wir euch geben möchten, ist die Verbindung mit der großartigsten Version deiner selbst in der Zukunft. Right? So the way we explain it is we open a portal to the future, Und wie wir es erklären, ist, dass wir ein Portal zur Zukunft eröffnen. but there are many different futures possible. Aber es sind natürlich viele verschiedene Möglichkeiten in der Zukunft, mit der wir uns verbinden können. According to the quantum science, According to quantum science. yes, Also wenn wir der Quantenphysik glauben, they believe in parallel realities where everything is happening at the same time. dann gibt es in der Quantenwissenschaft verschiedene Realitäten, wo alles zur gleichen Zeit stattfindet. Depending on the choice I make, I can create different futures. Je nachdem, welche Entscheidung ich im Jetzt treffe, kreiere ich eine andere Zukunft. So when we connect to the greatest, grandest version of ourselves, Also wenn wir uns mit der großartigsten Version unserer selbst verbinden, we want to create a future, a portal, so that that future becomes what we call the default future. dann möchten wir ein Portal zu der Zukunft eröffnen, die welche unsere Lieblingszukunft ist, damit das die Zukunft wird, die wir manifestieren. And then we keep that portal open. We reinforce that portal. Und dieses Portal halten wir offen. Wir verstärken dieses Portal. And what is quite interesting is that your future self becomes your guide. Und dann ist ganz spannend, dass dein zukünftiges Selbst dein Führer wird im Jetzt. My whole life is changing just because of all the ideas I'm getting from my future self. Mein Leben verändert sich, weil ich dauernd diese Ideen von meinem Zukunftsselbst erhalte. I can only say it's incredible. It's just crazy stuff. Ich kann dir nur sagen, es ist unglaublich, es ist ganz verrücktes Zeug. And we will teach you how to keep that portal open. Und wir werden dir beibringen, wie du dieses Portal offen hältst. And then the last part that we're going to cover is habit forming, how to create new habits. Und nun zum letzten Teil. Da geht es darum, welche Gewohnheiten wir kreieren. We want to create habits that bring us closer to that future we desire. Wir möchten Gewohnheiten kreieren, die uns der Zukunft, die wir uns wünschen, näher bringen. The habit of thinking, Es geht da um Denkgewohnheiten, how to change that. wie wir die verändern können. The habit how we deal with emotions. Die Gewohnheit, wie wir mit Emotionen umgehen. And like we said in the beginning, the habit how we make our decisions. Die Gewohnheit, wie wir unsere Entscheidungen treffen, wie wir am Anfang erwähnt haben. For example, we can create the habit to choose to be happy every day.
Zum Beispiel können wir die Gewohnheit installieren, dass wir wählen, jeden Tag glücklich zu sein. We want to create the habit where we communicate in a compassionate, loving way. Wir möchten die Gewohnheit kreieren, dass wir in einer liebevollen Art und Weise miteinander umgehen. And then just recently I heard one in chanting to have high, set your goals high but your expectations low. Und dann im Channeling kam vor kurzem, halt deine Ziele hoch, aber deine Erwartungen nieder. Yeah, okay, so you always will be better off. Dann wird es dir immer besser gehen. And one habit that we've worked a lot with that also shaped our life a lot is the habit of using the power of intention. Und dann eine Gewohnheit, die wir in unserem Leben sehr verstärkt anwenden, ist die Gewohnheit, eine Intention auszusetzen. Actually, we do nothing without intention. Yeah, we have become intention masters. Also, eigentlich tun wir nichts ohne Intention. Also wir sind Intentionmeister geworden. Yeah. And it's for little things, for big things. You can use intention for everything. Und du kannst es für große Dinge, für kleine Dinge anwenden. Du kannst die Intention für alles verwenden. We even play games here at home. Wir spielen sogar Spiele daheim. We set an intention. Let's see how fast this one will manifest. Und wir setzen eine Intention und sagen, okay, lass uns schauen, wie schnell das jetzt manifestiert. Sometimes it's too fast. Oft ist es ein bisschen zu schnell. Okay, but we will teach you how to use your intention, how to master it, to really. It's a joy when you master that. Aber wir werden dir beibringen, wie du deine Intention genauso spielerisch und freudvoll ersetzen kannst. But the one habit we had to learn really, really hard was to have what we call unshakable faith and trust. Aber die eine Gewohnheit, die wir wirklich lernen mussten, war die, dass wir wirklich unerschütterliches Vertrauen lernen. That one is a lifesaver. Das ist ein Lebensretter. It took a while to really own that, to really know everything is perfect as it is and everything is going to be even better. Es hat wirklich gedauert, bis wir das wirklich integriert hatten, dass alles perfekt ist, genauso wie es ist, und es wird nur noch besser. That's our faith. Das ist unser Vertrauen. And it took us a while to own that one. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir das wirklich zu unserem eigen machen It konnten. didn't happen the first year. Es hat nicht im ersten Jahr, es ist nicht im ersten Jahr passiert. But we got there where we can relax even when things are not looking good in the moment. Aber wir sind wirklich jetzt dort, wo wir uns sogar entspannen können, auch in den Momenten, wo nicht alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Because there's one thing you cannot do. Denn es gibt eins, was du nicht tun kannst. You cannot control life. Du kannst das Leben nicht kontrollieren. You cannot control the events. Du kannst die Ereignisse nicht You cannot kontrollieren. control people. Du kannst Menschen nicht kontrollieren. So you have the power to manage yourself. Also du hast die Kraft, dich selbst zu managen. You have to become the anchor into chaos that sometimes is around you. Du musst der Anker werden in dem Chaos, das sich um dich herum befindet. And when you're in a relationship, Und wenn du in einer Beziehung bist, there are also many things you need to change in a relationship. dann gibt es auch viele Dinge, die du in einer Beziehung verändern möchtest. So how you communicate with each other, Also wie du miteinander sprichst, how you have common goals together, wie du gemeinsame Ziele hast you know, and also how you support each other in those goals and growths. und wie ihr einander euch in den Zielen einander unterstützen könnt. And what do the other need, you know? Was braucht der andere? We had to learn each other's love languages, Wir mussten die Liebessprache einander lernen. which means how do you receive love? How does love resonate with Und you? diese 5 Sprachen der Liebe, da geht es darum, dass wir lernen, wie Liebe mit uns in Resonanz tritt. So we'll also share that, how to do that. Da werden wir auch darauf eingehen in euch. So we're very, very excited, as you can see, Also wie ihr sehen könnt, wir freuen uns schon unglaublich. because we believe that the biggest happiness is sharing what makes you happy. Denn wir glauben, das größte Glück besteht darin, das zu teilen, was dich selbst glücklich macht. To see other also succeeding and becoming more and more Dass successful. wir anderen dabei zusehen können, wie andere erfolgreich und glücklich werden. And to really live in a world where you just feel lucky and you feel fortunate to be alive and to be able to experience what you experience. So dass wir alle in einer Welt leben können, wo wir uns glücklich fühlen, wo wir uns gesegnet fühlen, dass wir das tun können, was wir lieben. So this is an introduction on some of the things we're going to share in OI. Das ist eine kurze Einführung zu all den Dingen oder manchen von den Dingen, die wir in OI erleben werden miteinander. And we hope that you can already start with some of these ideas that
we shared with you today. Und wir hoffen, ihr könnt bereits heute mit ein paar von den Ideen anfangen, die wir heute mit euch geteilt haben. And we are already 45 minutes into this broadcast, so maybe we can check if there are any questions or anything we Und can wir sind tackle. jetzt ungefähr 45 Minuten in diesem Broadcast quasi live. Gibt es vielleicht irgendwelche Fragen, die irgendjemand von euch hat? Just we would, if you did not already inscribe for OI, we would really recommend you to come Be celebrate. quick, because there are not many Yeah, places left. come celebrate with us. Also wenn ihr für euch noch kein Ticket habt, dann seid schnell, kauft euch noch ein Ticket, wir sind nahe am Ausverkauft. And we're really thrilled, looking forward to this event. Und wir freuen uns schon unglaublich auf diesen Event. And we want to make it something special, like an anchor in your life that you're gonna look back to. Und wir möchten ganz sicher gehen, dass Eu ein Anker wird in deinem Leben, auf den du zurückblicken kannst und sagst, wow. Absolutely. We found love in OI. Wir haben die Liebe in Eu gefunden. And we want to give you the love in your heart in OI as and share our that's love so with nice. you. Und wir möchten, dass du die Liebe in deinem Herzen findest und mit uns teilst in Eu. And I must only say, for us it feels like, wow, a celebration and finally knowing we made the right choices. We're going full circle saying, yeah, we did make a good choice, Yes, right? absolutely. Also für uns ist es wirklich, wir gehen vollen Zyklus zurück an den Anfang und sagen, ja, wir haben uns richtig entschieden damals. And then we're truly happy. We were really also honoring all the people who were there with us. Ja, und wir sind auch wirklich glücklich, dass wir all jene von euch ehren können, die damals mit uns gemeinsam dort waren. And we hope to make some new friends. Und wir freuen uns schon darauf, neue Freunde zu machen. And it's also like we're coming back now to Germany. We are now ready to really start making some noise there. Und jetzt fühlt es sich auch für uns richtig an, dass wir wieder nach Deutschland zurückkommen und wir sind jetzt startbereit, dort ein bisschen Wirbel zu machen im positiven Sinne natürlich. Yeah, absolutely. Oh, and for all of those of you who can't come to I, who say, well, that's all good, I'm not going to travel to Germany, or I'm on vacation, or I've got other things to do, you can stay connected with us in our Crystalline Coaching Community, a platform where you can ask questions, you can see live coachings that Roy and I do, you get live channelings, we share all our yummy goods and tips and everything that we have on life. Absolutely. German. Also auch für all jene von euch, die vielleicht keine Zeit haben, im Juni nach Eu zu kommen, ihr macht vielleicht Urlaub, ihr habt andere Termine, andere Pläne. Ihr könnt, wenn ihr normales Englisch versteht, gerne in unserer Crystalline Coaching Plattform teilnehmen. Da können wir all unser Wissen teilen. Ihr könnt live Transformationen beobachten in unseren Live-Coachings. Wir haben Online-Coaching, ihr könnt Fragen stellen. Es ist ein großer Spaß dort. Wir haben viel Austausch miteinander und es ist eine wunderschöne Gemeinschaft. That's where we literally show you how we live, what we do, how we think and how we do everything. Das ist die Plattform, wo wir euch zeigen, wie wir leben, wie wir Sachen tun und was wir so denken. And God, we have stories to tell. Und oh, haben wir Geschichten, die wir euch erzählen können. and just for some of you who know us and for the new people, one of the most important decisions that we took is that we share our lives also by sharing in teaching, so being on stage together. Also eine von der Entscheidungen, die wir getroffen haben, wie wir unser Leben führen möchten, ist, dass wir unterrichten und dass wir auf der Bühne unterrichten und diese Bühne miteinander teilen. And to be honest, I thought that was good, really good. Und um ehrlich zu sein, ich habe geglaubt, ich bin gut. Since I've been with Joy, seitdem ich mit Joy bin, I see how much I was lacking in being by myself, just being the male form on stage. Sehe ich, wie viel mir gefehlt hat, weil ich nur die männliche Form auf der Bühne war. Right, and then to have a feminine balance, I think has enriched my life and of many people also in the audience. Und so glaube ich, dass jetzt die feminine Balance hergestellt wurde, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum ist das Feedback, das wir bekommen. And I've seen the transformation in people just because of you being able to show also the feminine side of maybe a conflict or a subject that we're talking Und ich habe die Transformation selbst erlebt, als du zeigen konntest, wie dein femininer Ansatz in diesem Anlass oder auf dem Ansatz, an dem wir gerade gearbeitet haben, wirklich geholfen hat zum Durchbruch.
And it's also, I think, part of the times that we have now that we're just going into Aquarius, where the divine feminine needs to come back to this planet. Not against men, but with men, right? Absolutely. Und ich glaube, der größere Kontext ist ganz einfach, dass wir in dem Aquarius-Zeitalter das göttlich-feminine zurückbringen müssen. Nicht gegen Männer, sondern mit Männern. Absolutely. And also that has been a transformation in our lives, being on stage together, going through that process with all the plus and down. Und das war auch eine große Transformation in unserem Leben, dass wir mit all die Auf- und Abs erlebt haben, in diesem Prozess dieses göttlich-feminine wieder zurückzubringen, die Bühne miteinander zu teilen. Look, we have questions. Yeah. Right, Roy, why not start with YouTube? Not quite sure what you mean. We are on YouTube. We do have a YouTube channel. But you are right, we're busy broadcasting all over the place, and we're getting our system together. At the moment we're here on Facebook in our Crystalline community, and we will stream onto YouTube too. That's a really good thought. Thank you for doing that. Okay, and then Loredana is asking, is Grace coming to I? We're not sure yet, Loredana. I will keep you posted on that. You're a member in our coaching community anyway, aren't you? So I'll keep you posted on that. There is a possibility. There is a possibility, Really, that's right. Okay. Yeah, and I think, and if there are any other questions, we will have another Facebook Live next week. So we will take About the questions. you mean? Yeah. So we'll take the questions and then delve into that in our next Facebook Live as well. Okay, also nächste Woche gibt es wieder ein Facebook Live. Wenn ihr Fragen zum Eu-Event habt oder andere Fragen, die wir euch beantworten können im Kontext der Herzensmanifestation, dann tunt euch wieder ein. Nächste Woche im Facebook Live. Wir freuen uns schon auf euch. And I for my part, I want to end to make a compliment to my wife. Ich möchte die heutige Session mit einem Kompliment an meine Frau beenden. I have seen you grow in those 6 years like a caterpillar going through the phase to become a butterfly. It's been an incredible journey. Ich habe zugesehen, wie du dich in den letzten 6 Jahren entwickelt hast, von der Raupe zum Schmetterling. Es war unglaublich. Yeah, and this is just, I would say, a demonstration of when the foundation is there, we all blossom. Und für mich ist es nur ein Beispiel dafür, wenn das Fundament passt, dann ist es uns allen möglich zu blühen. Because I know it was not easy, because I already been on stage for so long, and you came to join. I didn't sign up for easy, babe. It was a tough process. Also Roy hat gesagt, denn ich weiß, es war für dich nicht einfach, am Anfang auf die Bühne zu gehen, weil Roy war schon bekannt, ich war es nicht. Ich habe dann gesagt, ja, vielleicht habe ich mich nie eingeschrieben im Leben. But now I have a new motto in life. So this is for all the girls and goddesses online, but also for the guys, of course, too. My new motto in life is I deserve to have a pleasurable, healthy, happy, long, joyful, successful life. And adding that pleasure component is something that is so vital to bringing back that life force, that feeling of being turned on and joyful in life. And it's something that I will be going further into in the upcoming webinars with Liana Chauli, my dear friend from LA, who will be teaching the Goddess Retreat with me here in Asheville. In September as well, nun auf Deutsch. Und für mich war es so wichtig, dieses göttlich-weibliche wieder zu erleben und zu erleben, wie ich das in mein Leben wieder zurückbringen kann und zusammen mit Roy das wirklich jetzt in die Welt bringen. Und für die von euch, die auch gerne wissen möchten, wie ihr mehr Vergnügen in euer Leben bringen könnt, also in Englisch sagen wir Pleasure, was ja, ich glaube die beste Übersetzung Vergnügen ist. Dann kommt zu einem meiner neuen Webinars, die ich nächste Woche oder übernächste, am 31. Mai halte mit meiner guten Freundin Liana Chauli, die eine wunderbare Stylistin aus LA ist. Und wir werden euch zeigen, wie ihr dieses Licht wieder in euch andreht und wie ihr dieses Vergnügen im Leben findet und die Leichtigkeit, die ich glaube, die wir Frauen hin und wieder verlieren, aber die uns definitiv gehört, und es profitieren alle davon, wenn wir Frauen wieder Vergnügen im Leben haben. So, we hope to see you in Oi. If not, click on the link and see you there. See you where? In Oi. Okay, wir freuen uns, euch in Oi zu sehen. Klickt auf einen Link, ihr findet die Tickets und lasst uns auf eine Herzensumarmung in Oi arbeiten. Okay. Alles Thank Liebe. you much. Bye Bye bye. bye.